Wir haben den LKW einen Monat benutzt und alles getestet. Wir sind auch am Morgen früh auf die Mörteltour. Und das ist natürlich dieses Argument, wenn man am Morgen früh in Wohngebiete abladen geht, ist es natürlich super, wenn man praktisch nichts hört. Da gibt es natürlich viel weniger Reklamationen. Und das war natürlich schon ein Aspekt. Aber wir mussten da die Hupe abschalten. Magst du dich vielleicht noch erinnern, da habe ich ja dir angerufen. Genau, das war das Lauteste am ganzen. Ja, das musste man abstellen, sonst hätten wir morgen früh nicht auf die Baustellen fahren können. Quasi das schlupflose Fahren, das ist natürlich sagenhaft, weil man hat immer permanent Drehmoment am Pedal und das hat auch die Lkw-Fahrer sehr begeistert und auch sehr überraschend. Von null, auch schwer beladen, sind die weggefahren besser als jeder Verbrenner. Wie hat es mit dem Laden geklappt? Das ist ja dann noch besonders. Beim Diesel-LKW kann man kurz an die Tankstelle aufladen. Nein, das war überhaupt kein Problem, weil wir haben da die dementsprechende Steckdose und das Ladegerät und am Abend haben wir einfach aufgeladen. Wir haben auch manchmal über Mittag aufgeladen, aber das wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen. Okay. Könnten Sie sich vorstellen, in Zukunft einen Teil Ihrer Flotte als elektrische Betonmischer umzustellen? Also wir sind dran. Also unser strategisches Ziel ist wirklich praktisch langsam alles umzustellen auf Elektrik. Wir sind auch dran, dementsprechend selber Strom zu produzieren und auch die nächsten Maschinen werden wir elektrisch betreiben. Da sind wir voll davon überzeugt, dass in unserem Kurzstreckenverkehr die Batterien sich durchsetzen werden. Okay. Welchen großen Vorteil sehen Sie bei einem elektrischen LKW? Also ich möchte hier so sagen, beim große Vorteil beim elektrischen Fahrmischer ist quasi auf der Baustelle beim Abladen, weil wir hätten ja bei einem Verbrenner schon die Möglichkeit, hinten den Motor abzustellen. Aber man weiß dann nicht, soll man abstellen, geht es zu lang oder zu kurz. Man hat immer eine Hemmschwelle und das entfällt natürlich beim elektrischen Ablad, weil wenn ich da nicht den Fahrmischer drehen lasse, dann verbrauche ich auch keine Energie und das ist nach meiner Meinung ein Riesenvorteil.